Since 1976, the series between Arizona and Seattle has been tightly contested. A win today by the Cardinals would tie it at 22 games apiece. And it's coming up next. We are in the Pacific Northwest as we get set for football at Lumen Field here in the Soto district of Seattle. This crowd, as we've come to expect in recent years, as loud as any in the NFL, and they get even louder when their Seahawks are introduced. We're ready for football as the Seahawks get set to do battle with the Arizona Cardinals. With Charles Davis, as always, I'm Brandon Gaudin. And Charles, you talk about storylines in this one. I think it begins and ends with our two quarterbacks, certainly two of the best in the business. And nowadays, I don't think you can get by for long periods of time without a top-flight quarterback. The way the game is played, with all the responsibility he has and how the game flows through him, if he's not on the top of his game, your team's not going to benefit at all. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play NFL 22. Und es ist schon etwas länger her, dass ich hier aufgenommen habe. Es ist einiges seitdem passiert. Also das letzte Mal, als ich aufgenommen habe für Madden, war der Super Bowl noch gar nicht gespielt. Jetzt wissen wir, wer der Super Bowl Champion ist. Und wir wissen auch, dass den Quarterback, den wir jetzt gerade haben, nächstes Jahr gar nicht mehr da ist. Und auch unser Star-Linebacker nächstes Jahr nicht mehr in dieser Franchise steht. Viel hat sich getan, viel hat sich geändert, aber bei uns haben wir noch Bobby und Russell, also machen wir das Beste draus und wollen zumindest hier eine bessere Saison hinlegen als in echt. Und wir wollen natürlich den beiden den Super Bowl geben, den sie verdient haben. Denn in den letzten Wochen war es alles so ein bisschen kurios. Man sagt, Wilson wird nicht getradet, jetzt ist er weg. Bobby wird einfach vor die Tür gesetzt, ohne ein persönliches Gespräch zu kriegen. Ist nicht alles perfekt gelaufen, aber darauf konzentrieren wir uns nicht, denn das ist nicht unsere Ingame-Realität. Das ist die Realität der Seahawks aktuell. Wir haben sie noch und wir wollen das Beste mit denen draus machen und das könnte jetzt schon mal nicht gut enden. Und da kommt unser Star. 16 Touchdown-Pässe, 5 Interceptions. Das ist, ja, keine schlechten Zahlen von ihm auf jeden Fall. Aber wir wollen natürlich mehr. Also gehen wir erstmal auf den Gameplan und wählen erstmal das erste Play aussehen. Ein Lauf wäre dann doch besser von der Position. Und schön. Neues First Down direkt 13 Yards mit Chris Carson erlaufen. Heute vielleicht als Glücksbringer auch auch wenn ihr es nicht seht, aber ich habe das Wilson-Trikot an. Vielleicht bringt das ein bisschen Glück, mit einem Wilson-Trikot hier zu spielen. Mehr Glück als in der letzten Aufnahme, wo wir gegen die Green Bay Packers ein klägliches Spiel hatten und das auch zu Recht auch irgendwo verloren haben. Und jetzt gehen wir erstmal mit Wilson und holen uns ein paar Yards. 7 an der Zahl, 2. und 3. Langsam nach vorne arbeiten, das wird das Ziel sein. Wie immer keine großen Risiken eingehen, denn das zahlt sich meistens nicht aus.
Und da können wir das First Down haben. Ja, da haben wir das First Down. Bisher laufen sich unsere Spieler noch nicht ganz so frei, wie ich mir das vorstelle, für ein paar Pässe. Mal schauen. Und da hätten wir den ersten freien Pass gehabt, aber werden gestoppt. Ja, und die Situation bei uns ja im Lockerroom auch immer noch nicht perfekt. Es heißt immer noch, dass Spieler gehen wollen wie Bobby. Metcalf ist unglücklich. Also wir haben viele Probleme hier mit den Seahawks. Aber die wollen wir hier zumindest in diesem Spiel mal wieder ein bisschen nach hinten schieben und uns erstmal auf das Spiel konzentrieren. So, 3. und 5. Jetzt braucht man eine gute freie Passroute auf am besten Metcalf. Nein, und da ist der Drive vorbei. Da ist der Drive vorbei. Und die O-Line macht es uns nicht einfach. Und da fliegt er. Und da verpassen wir das Tackle. Aber weit kam er trotzdem nicht nach vorne, der Returner der Cardinals. Und jetzt ist Kyler Murray wieder auf dem Feld. Und da haben wir Bobby. Mit dem Stopp gegen Connor und Taylor mit einer Verletzung. Während unten die Eagles 31:6 untergehen gegen New Orleans. Auch kein schönes Erlebnis für die Eagles. Und da haben wir mit Jamal Adams Ertz. Und Taylor ist raus. Ja, wir lassen es so. Und wir können Connor stoppen. Mit Bobby Wagner. Und jetzt 4. und 2. Der nächste Punt in diesem Spiel. Der 3. Zweite von den Cardinals. Und Luckett kann sich da gut durchsetzen. Und jetzt haben wir wieder den Ball. Bisher aktuell im Spiel das Beste, was war bisher ein Lauf von Chris Carson. Also bauen wir da mal wieder ein bisschen drüber auf und lassen Chris Carson laufen. Und der Lauf war nicht ganz so stark. Letzte Woche 16 Rush Yards für 86 Yards. Auch nicht gerade perfekt, aber in Ordnung. 2. und 8. Und nein, Henry Ruggs verliert den Ball. Damit sind wir beim 3. und 8. Das ist schon mal kein guter Start in diesem Drive. Und Everett ist drüber. Neues First Down. Kann man dann doch schon mal stehen lassen. Und der Lauf von Carson ist gut. Der ist gut. 2. und 2. So. Gleich ist das erste Quarter vorbei. Wir stellen uns nur schon mal auf und lassen die Zeit runterlaufen. Nee. Sie haben sich auch nicht in die Falle locken lassen. Schade. Wäre vielleicht mal ganz schön gewesen, wenn sie sich hätten in die Falle locken lassen. So. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2.
Erste Play im zweiten Quarter. Now it's Wilson. Der kommt an bei Henry. Rocks. Doch nicht. Und der zweite Drop von Henry Rocks. Und jetzt wird es so langsam auch ein bisschen kritisch. Und ein guter Lauf von Chris Carson. Dritter und 2. Und jetzt das nächste First Down wäre gut. Und der fliegt sonst wohin. More problems here on third down. They've converted only once so far in this first half. And you know as well as I do in this league, if you don't win on third down, it makes it hard to win a ball game because then you're relying on your defense, you're relying on your special teams. You've got to get it done with your offensive unit. Wir probieren es trotzdem. Ich will das First Down. And how about the call here? They need 2 yards in their own territory on fourth down, and they're going to go for it. They'll try and throw for it with Wilson. Und den hat Disley. Schön. Von uns einen neuen Vertrag über 3 Jahre bekommen, Disley, und das zahlt er uns hier gleich mal zurück. Dass wir ihm dieses Vertrauen geben. Und schön, den hat er jetzt endlich mal Rocks gefangen. So. 2. und 3. Und First Down oder nicht? We talk about defenders, specifically linebackers, keeping their eyes in the right spot. He had that eye Leider nicht. Aber da ist das First Down. Chris Carson. But you're right about that one. He correctly figured that one out and made a really nice play. Each team has its own terminology. Some people call it jumbo, some call it monster, some call it king. But it doesn't really matter. They brought in the big lumber to pick up that first down. Yeah, you think about goal line defense. With the goal line offense that time getting it done. Und den hat Henry Rocks fürs First Down. Wir sind kurz vor der Endzone. Able to make adjustments all along the way. Doesn't matter where he lines up, where he releases from. Working his way into the secondary, figures out defenses and finds weak spots in order to get open. So. Here we go now on first and goal. So. Carson. Ja, und der ging gar nicht gut von Carson. It's a loss of 2 there, bringing up second down. That's a really alert defense there because they saw the heavy look come in from the offense, countered it with extra linebackers who brought a little bit of speed and heft, and able to really make a big-time play for their defense. This is caught. Und Nick below. 3 yards there on the completion. That'll lead to a 3rd and goal. I wouldn't be surprised to see the next step in utilizing this position. It's actually utilize more of a scat back in this spot because we saw the catch there, right? He made it, but he's a bigger, stronger guy, maybe not quite as elusive as maybe someone else you would put there. Yeah, didn't get the big yardage there. Und da ist es. Touchdown. Everett mit dem Touchdown, dem ersten in diesem Spiel für uns. Und wir gehen in Führung gegen die Arizona Cardinals. Und am besten mit 7-0. Das geht, ja, das sieht sehr gut aus. 7-0 für uns. Und Gerald Everett hat uns da sehr geholfen bei. Und jetzt können wir uns auf das Spiel rein an sich fokussieren, aber der Kickoff war gar nicht ganz so gut.
Reicht aber, dass er abgekniet wird. 3-2 noch auf der Uhr. Und jetzt müssen wir wieder standhalten wie in den ersten beiden Drives. Dann sieht das gar nicht mal ganz so schlecht für uns aus. Und der kommt an bei Kirk. Indeed, they have to have this one because that's something positive to take with you when you go away for a few days and it actually releases your mind. If they lose this one, that mind stays cluttered the entire time. Und das Bobby kriegt aber nicht den ordentlichen Hit gegen Connor und damit das neue First Down für die Cardinals. Und jetzt beginnt die 2-Minute Warning. So. Coming up at halftime, I'll go from one personality, that's you, Charles Davis, to another one in Orlando, the coach. He'll have stats and scores from around the NFL. You and Jonathan Coachman both larger than life. No doubt about it. But you're stuck Und zum Glück kam der bei Zach Ertz nicht an. After the incomplete pass, here now is 2nd and 10. So, wir nehmen uns Bobby. Und der kommt an bei Connor, aber nur für den 3. und 5. So, 3. und 5. Und 4. und 5, der ist out of bounds. Und wir haben standgehalten. Und haben noch 1,47 auf der Uhr. Also gut für uns. Richtig gut für uns. So, wie machen wir das am besten? Das war das Dürfste, was wir hätten machen können. Eine direkte Interception. And think about all the different techniques he has to employ in a passing situation. Is he spot dropping because it's zone? Is he picking up man to man? Is he having to run with a running back or a tight end? In any event, great eyes, head on a swivel, and excellent hands. Das war eine richtig doofe Entscheidung von uns. Das Ding zu nehmen. Die geht voll auf meine Kappe. Und da haben wir Kyler Murray. Robinson mit dem Sack. 2. und 27 jetzt. Das tut weh. Das tut richtig weh für Kyler. Damit sind wir jetzt 1 Minute 1 davor, 2. und 27. Und der kommt wieder an. Das ist doof. Richtig doof. So, 56 Sekunden. He's to the 10. Quick slant caught by Kirk. And all the way down to the 5. It'll be a pickup of 16, but they'll remain short of the marker, and it's 4th down. Und wir kriegen wohl die 3 Punkte gedrückt. Jetzt nehmen wir ein Timeout, okay. 16 Sekunden noch. And now out is the Cardinal field goal team here. This a fairly straightforward 22-yard short attempt. Prater's kick is good. And they are on the board, but still trailing. It's 7-3. So he's been automatic to this point of the season. Und jetzt haben wir 13 Sekunden, da wird glaube ich nicht mehr viel passieren. Wir können den Return einfach mal versuchen. Aber nee, 10 Sekunden haben wir noch. Wir gucken mal, was wir uns anbieten. Wenn nicht, werfen wir den Ball einfach weg.
They go back to the air here after the INT on the last drive. They're trying to get it to Ruggs, but it's intercepted. Picked off at the 39. And a potential turning point as they'll get the football in very good field position late in this first half. Well, Charles, you know, it's so close to halftime there. You throw the interception, not only Ich sag da jetzt that, nichts you zu. do give it to Ich the sag da plus jetzt territory einfach as nichts zu. well. Yeah, they were pushing real hard to try and get something more on the board on their side of the ledger right before the half. Looking at it with Und so viel dazu, wir werfen den Ball einfach weg, ne? better to hand it off a few times, hoping to get something to break instead of putting the ball in the air and of course putting the ball in jeopardy. And his kick is good. He got every bit of that Das one ist so as it's good dämlich. from 56 yards out. That was perfect from distance. Es war He so, steps up, warum? knocks it right down Main Street. And Main Street's celebrating right now with him, aren't they? I love the mechanics of the whole thing. Snap, hold, everything was right on target, and the blocking was Und jetzt perfect. stehen wir 6-7 mit 2 Interceptions. So we are at halftime Wir here hören in uns nach der downtown Halbzeit wieder. Seattle with the Seahawks out in front. Ja, das war As we'll send you einfach back dumm. over to Einfach dumm. Orlando with our EA Sports halftime report. Here's Jonathan Coachman. All right, Brandon, thanks very much. Things starting to get interesting in this final weekend before Thanksgiving. So let's see what's going on around the NFL. We'll start up at TIAA Stadium in Jacksonville, where you see the final score there. James Robinson, an afternoon to remember. 4 touchdown runs. From there, we head up to Kansas City. Check on the Chiefs at Arrowhead. And you can see they trail the visiting Cowboys. Amari Cooper, a touchdown reception. Finally, let's get out to Southern Nevada and see what's happening with the Raiders at home in Las Vegas. And for the moment, they find themselves trailing the visiting Cincinnati Bengals. A couple of touchdown passes there for Joe Burrow. Time now for a check of the next-gen stats in that first half for the Cardinals. And they did not do much at all in terms of throwing the football in those first 2 quarters. That's going to need to improve if they want to erase this deficit. Meanwhile, for the Seahawks, they too have found passing lanes to be hard to come by so far. As you see by the numbers, they'll need to figure that out in the second half. Both these teams going through their final adjustments before heading back out of the locker room. Time for us to go back out to Lumen Field, where we rejoin Brandon Godden. Okay, Coach, thanks as always. So, This one's still anyone's wir haben die game as Gameplans we welcome ausgewählt, you ihr habt es back gesehen. for quarter number 3. Wie wir das weiter aufstellen und hoffen, Here comes a dass wir damit return from a Erfolg few steps in the haben. end zone. Ja, der Return And war he's able to okay. get this across the 20, but not by much as he's marked down officially at the 21. Russell Wilson now gears up Und to jetzt lead the müssen wir offense mit again. Wilson And he's had some time to chew on that wieder interception ruhig he threw on reagieren, his last drive back in the ruhig first half. agieren, vor allem Dingen. Denn kurz vor der Halbzeit haben wir es ihm eigentlich so ein bisschen auch kaputt gemacht mit den 2 Interceptions. Chris Carson, schön. Zweiter und 2. So. From the shotgun, Wilson. That's Schön, complete to the Everett. tight end, Everett. And able to get this one across Schön. the 45 before he's brought down. And this was a nice example of an offensive coordinator scheming his guy open. Just a little underneath route, just trying to free up some space. And it worked awfully well. Got him not just space, but plenty of room to run after the catch to pick up really nice yardage. Throwing on first down, but this one winds up to be incomplete. Basically, you're not going to outwork 2 guys very often. Double coverage. I thought he was going to go somewhere else with the football. I get it. That's a stud wide receiver. You want to try to get him the football. Yeah, sometimes you rely on him a bit too much. You forget the other options that are out there. Und schön, der kommt an bei Henry But Ruggs. still able to complete it. And he's going to be out of bounds, but not before he takes it inside the 40. We talk about mobility on quarterbacks all the time. Here's where it really pays off. Able to move, evade, and is accurate throwing on the run and picking up a first down. Das war wieder so ein bisschen Houdini-Action, die es ja ab nächstes Jahr nicht mehr hier bei uns zu sehen gibt.
Noch haben wir sie. Und wir müssen es nutzen. Schön, Wilson. The improv on the scramble there gets him 6, and it'll be second down. So. 2004. Wilson. Being chased out left. And the catch is made here by Tyler Schön Lockett. And he'll be out of bounds as he gets it down to the 30 there. Everyone has their strengths, able to move to their right or their left, being able to throw the football. So that means you've got to work on both because you never know which way you're going to get flushed by pressure. In this situation, able to escape to his left and makes an accurate throw. Heavy set out there on third and Below. one. Komm. Yeah, they'll let their fullback try and push the Schön. pile. And he's Ja, able to die. pick up the first down here before Neues he first goes down. down at the 26. 3rd and 1, who you going to call? Not the scat back. You go with the big man, hand him the ball, and let him get upfield and pick up a first down. Throwing now, Wilson on first down. Und den hat DK Metcalf. Touchdown. DK Metcalf. His Yes. touchdown on the year. Yeah, the Seahawks are able to stretch that Schönes lead a bit Ding. I know these wide receivers are about flash and dash and high-flying plays, but a good number of them played running back at some point in their career, and that's how they finish off a lot of their big plays, run after the catch. And this time he finishes off the big play in the end zone. The extra point now coming from Myers. Und der geht rein. Und den Vorteil, den wir halt haben, ist, wir haben schon 2 Touchdowns gemacht. Die haben bisher noch gar keinen Touchdown. Es waren halt nur zweimal individuelle Fehler, die, also einmal zumindest, mit dem Pick kurz vorm Ende, die dazu geführt haben. Und einmal eine richtig starke Defense-Line, die uns gerettet hat. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir da wirklich gute Chancen, dass das Ding so weitergeht und die Cardinals danach 1-10 stehen. Und das muss unser Ziel sein. Nein, 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 nein. Oh, ist okay. Und dann kommt wieder dieser Lauf. Einmal gehittet, zweite Mal gehittet und das, ja. Ich sag einfach, also dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Wir lassen es so stehen und gut ist. It appears they're going to throw for it with Murray, and that's caught at the 2. And he'll get into the end zone as the two-point conversion is successful. And around the goal line, especially on two-point tries, Und so schnell ist es wieder unentschieden. I love how you described it because you know he's going to have some length and some catch radius as well as a big body to keep people away from the football. Und da ist halt ein Lauf, der sie wieder komplett ins Spiel zurückbringt. Schön. Danke, Matt. Here's Wilson. And he takes a shot on the release as this will be incomplete. Well, we always talk about how you've got to be quick when you go through your progressions, and here's another prime example. Trying to look downfield, he was standing in the pocket, but just couldn't find anyone open, could he? No, not enough time. They hit him and forced that incompletion. Throwing again on 2nd and 10. Wilson, they'll find Everett there. Oh, Everett, schön. He's out of bounds right around the 34. I like how they work the tight end on a nice little under route there. And if you're going to give him that much space, he's not going to catch the football. He's going to run away from me a little bit, and that's exactly what he just did there, picking up extra yardage. They'll run on first down. Carson. Schön, Carson. Going to get him over the 40 to the 42.
59 yards rushing for him now in the ball game. Good yardage there on first down. Exactly what you want. Get yourself set up to keep making first downs, keep the clock running. And if they're smart, you're starting to milk the clock. No hurry before you run your second down play. And he'll go down right around the 47 this time. They were not fooling around at all, were they? Second and short, and they brought out the heavy package. Almost felt like the super heavy package against that defense, didn't it? Yeah, I don't think they expected that much beef up front, and it turned into an easy first down conversion. Wilson's throw into the hands of Lockett. And down he goes at the 45 after a pickup of 9. When you see zone defense and you know you've got a drag route on as your primary call, you got to be really careful as a passer about how far you let your guy go because he might wander into some tough coverage. On second down, it's Carson, and this time he's able to take it down to the 42. Second and 1, and people want to run the football. This is where every back in the league is supposed to do exactly what we just saw there. Pick up the first down. They'll throw on first down with Wilson. Und schön, Henry Rux. Schön. And they'll wind up getting this one all the way down inside the 20. And this has been a nice answer to the touchdown drive against them a few minutes ago because Der Drive funktioniert wieder super. Nice throw there, and they're putting together a very strong drive as a response. And they'll get him down right around the 16. 2 yards für Rux. The all-pro safety Buda Baker in on the tackle. Let's just make this one succinct. Nice job there. All 11 guys on defense, diagnosing the jet sweep and putting it down. From the 16, Wilson buying time to his left. And able to get this down inside the 15, either the 13 or 14 before he's out of bounds. They'll wind up with positive yardage. It's a gain of 3, but now it's third down. Das wird nichts. Wilson got his connection. Und den hat Henry Rux. And the Seahawks are going to have first and goal as they try to finish Eng, off aber this hat drive with ihn. 6 points. It'll be first and goal when we come back. This is the National Football League on EA Sports. Back now in Seattle, Washington. All even as we get ready to start the fourth. So. Field goal could get him the lead, but it might not be enough. Kurz vor der Endzone wollen wir natürlich jetzt den Touchdown. There's Wilson to throw. Und den hat Henry Rux. Das ist der Touchdown. Nah an der Interception, aber perfekt zu Rux. Und das ist der Touchdown. Damit ein Touchdown Führung für uns. Vor dem letzten Quarter. Was jetzt gleich so richtig erst beginnt, muss man ja auch sagen. Mit dem Kickoff-Return geht es dann jetzt richtig los. 6:56 auf der Uhr. Mal gucken, wann und wo wir den Ball wieder kriegen werden. Nach einem Punt-Return oder nach einem Field Goal. Das wird die Frage sein. That catch, he just hit number 800 in his NFL career. And just think, that puts you in top 35 range all time in the NFL in terms of number of catches. One significant guy in that number, Shannon. Und da haben wir ihn. Robinson mit dem nächsten Sack. Schön. Jetzt haben wir 3. und 14. Murray gonna throw.
Und der ist weg. Der ist weg. Und wir kriegen den Ball wieder. Yes. Aber der Return wird nix. Und wir sind jetzt dran. Seattle again getting ready to take over offensively. Their defense got the stop, forced the punt, and now you really start to monitor the clock as they nurse this slim lead. Wilson and the Seahawks take over now, 1st and 10 at their own 24. They throw right away, and that's complete on the right side. And they're able to get this one across the 35. Da. So from the 36 now, 1st and 10. They run it with Carson. And he puts his head down and gets up to the 42 for a gain of about 6. Läufe für 72. Nicht schlecht. Und der Jet Sweep kann erfolgreich werden. Und der wird gut erfolgreich. 3. und Inches. About 4 on the play, but he's marked short, so it'll be 3rd and about the length of the football. Now it's Carson. Da haben wir das First Down fürs Carson. First down yardage as he brings this up to the 47. But sometimes, Brandon, there's just not a secret to how things get done. He's been running well all game long, and they continue to rely on him in this key situation. They told us they were going to rely on him. They have. He comes through there, a big 3rd down conversion. Now they'll throw it with Wilson. Over the middle, that's caught by Metcalf. And this will leave him a yard short. Nice pickup of 9 yards on 1st down. Another nice pickup through the air, and I think a lot of people might expect them to run the ball in this situation, Brandon, but with this lead, they're electing to throw the football. Swings, slants, quick outs, things that they consider safe. On 2nd down now. It's und der Lauf war and this nichts. play a lot like the previous one, thanks to that stout Cardinal defense. Back-to-back, they've been tackled behind the line. This is 3rd and 2, maybe the biggest play in this football game. From the gun, it's Wilson. And this pass broken up. And the contact well timed there, and now 4th down. From a defensive perspective, they had exactly what you want anytime they want to throw the football. There was pressure on the quarterback. They were getting after him, and they tightened down on the receivers and forced the incompletion. And here's a big one now, trying to hold this lead. They're going to go for it here on 4th down. They run for it with Carson. Und der ist neues First Down. No doubt those are the types of carries they're looking for here, Charles. The lead in the 4th quarter. This is when coaches that have a reliable running game, they breathe a little easier on the sideline. Yeah, they love the idea that they can take the air out of the football at this point of the game. That means they're really counting on that offensive line, counting on the runners, taking care of the football. Because you're going to tell your quarterback, hey, no time to be a hero. We're not going to throw it here. Just eat up that clock. And if you have the ball, they can't score. Und schön, wir sind im 2-Minute-Warning mit dem Ball auf diesem. So it's Seahawk football as we march toward a conclusion. They've got a 2nd down now as they search for a way to get this one to the finish line. And they'll get this to Ruggs on the jet sweep. Und da ist Henry Ruggs. Space to run past the 20. And he is out of bounds, but first he gets it inside the 10 to the 7. An excellent run there coming from out wide. Whew. And we used to consider these jet sweeps to be gadget plays or something a little bit unusual, right? But now most teams have some version of this play in their playbook. And I think it's a lot Oh, und Carson setzt sich da gut durch, aber DJ Flucker mit einer Verletzung. Das ist gar nicht gut. 2nd and goal from inside the 5. Here's Wilson. Steps away to his left.
Und da ist der Touchdown. Russell Wilson. Yes! Auch wenn uns so ein bisschen die Sicht unten links genommen wird durch diese ganzen Momentumsanzeigen, die extrem groß sind, wo ich mir gerade denke, what the fuck, das war, glaube ich, vor ein paar Wochen noch nicht so. Aber okay. Wird schon. So, und jetzt das Ende des Spiels eigentlich. Und Kyler Murray kriegt nichts hin. That should still be an option, especially if you see the defenders pinching the sideline. You can run a little seam route right here and pick up some nice yardage. So the incompletion, and now it's 2nd and 10, again from the 25-yard line. Out of the gun, here's Murray. Pass complete to Green. Und da haben wir Green und das ist eine Strafe. Was? Nein. Not at all, and now your discipline comes into question. Having poise this stage of the game, you can't have those kind of plays. Murray now on 1st down. Oh. Incomplete. Took a shot, couldn't connect. An incomplete pass on 1st down. That leads to a 2nd and 10. Shotgun now from Murray. Oh, da kriegt Murray ordentlich einen mit von hinten mit einem Sack. The Cardinals going to use the first of their timeouts as they'll talk it over here before what will be an important 3rd down. Murray now to throw. He's going to let it fly. And this is, oh my goodness, he pulled it in one-handed. Und Kyler Murray ist verletzt. Everybody on that sideline holding their breath as Kyler Murray is slow to get up here. Den Ball hat er noch gut angebracht, aber die Verletzung ist jetzt nicht so geil. Aber das stört die Cardinals nicht mit dem Touchdown. Okay, game on. Don't go anywhere yet. You got a 1-score game now. Probably going to rely on the onside kick coming up. Yeah, they have to. Und der ist drin. 21-28. And that's when you put your leapers and your flyers on one side, get that high hop, and hope that one of the guys can come up with it. Jetzt müssen wir den Onside Kick recovern. Und den haben wir mit Henry Ruggs Einlauf und das Ding ist durch. Into the game, and someone has said here that the data says that when a team's expecting an onside kick, 80% of the time, the team expecting it, they do actually recover the ball, which is what we saw here. I just wonder if that number is much more of a anecdotal type of a number, kind of like when the coaches tell us, well, when you score on special teams, 93% of the time you win the game. I'm still waiting to see that number is empirical. On 1st down, Carson, and he can only manage. Das ist der Lauf gewesen und das ist das Timeout. Und wir haben den Sieg. Victory Formation und die Fehler aus der ersten Halbzeit werden zum Glück nicht zu unserem, ich sag's mal, zu unserer Niederlage führen. Das ist das Gute. Da haben wir nochmal versucht, einen Fallstart zu kreieren, einfach nur um mal ein paar Yards nach vorne zu kommen. Nicht geklappt, aber jetzt läuft die Zeit runter und
Zack. Und das war's. Das war's. Listen, anytime you take a knee to end a game, that means you've won it. So it doesn't matter whether it's home or on the road, but there's something a little extra Egal, was wir jetzt special auswählen, about es doing ist it in front of your egal. home crowd, isn't there? Sieg gegen die Cardinals in einem spannenden Spiel, engen Spiel. Aber der Sieg mehr oder weniger am Ende dann doch verdient durch die starke Defensivleistung von unserem Team. Und der 7. Sieg in dieser Saison ist eingefahren. Und so langsam können wir auf die Playoffs achten. Wirklich gute Stats, die dort in dem Spiel waren für uns. Puh. Und wir können weitergehen. Sehen hier nochmal, Colt McCoy kam dann rein und hat den Touchdown geworfen. 3 Touchdowns. Ja, die 2 Interceptions, die waren so, also die eine war gut gemacht, gut verteidigt, die ich auf Chris Carson werfen wollte. Die andere war einfach doof, da hätte ich die Zeit runterlaufen lassen sollen vor der Halbzeit. Das hat das Spiel auch ein bisschen spannender gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen. Aber naja. Ich finde, das gehört auch irgendwo mit dazu. So. Hier machen wir noch nichts. Da können wir jetzt auch nicht drauf gehen. Haben eine neue Verletzung. Und das ist Darrell Taylor, der für 5 Wochen ausfällt. Das ist nicht gut für uns, aber das kriegen wir hoffentlich aufgefangen. Wir können jetzt noch mal eine Woche vorgehen. Advanced Week, Next Week. Gehen vor und sehen, dass wir Washington vor unserer Brust haben, die 5-5 stehen. Wir sind jetzt gleich mit den Rams, beide 7-3. Also da wird dann in Woche 15 das direkte Duell vielleicht entscheiden, wenn wir nicht schon vorher das ein bisschen verspielen. Aber naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Mache noch das Weekly Training. Starte das Training. Wir hoffen auf keine Verletzungen. Okay, nur unser RLB und unser nächster Ersatz. Cornerback, also nichts Schweres bisher. Also kein Stammspieler zum Glück. Und dem ist nicht so. Das ist gut. Nur 2, ich sag's mal in Anführungszeichen, Ersatzspieler. Auch nicht schön, aber kann man noch mit leben. Jetzt ist Ethan Pocic wieder da, unser Stammcenter. Pocic, auch nicht ganz unwichtig, dass der wieder zurück ist. Und dann kann ich jetzt sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge zu Let's Play Madden NFL 22. Ciao.